Hallo und herzlich willkommen zu meinen Into You Interviews. Heute habe ich den besonderen Gast, die Monika Föhner, bei mir. Sie ist Expertin für ADHS-Kinder und die, ich sag mal, betroffenen Familien. Wie bist du denn, magst du ein bisschen teilen mit uns, wie du überhaupt zu dieser Profession, zu dieser Leidenschaft gekommen bist? Denn ich habe das Gefühl, es ist wirklich deine Aufgabe, die dich gefunden hat, was du in diese Welt geben darfst und wie du diese Welt verändern darfst, indem du den Kindern und den Familien hilfst. Ja, also ich habe ja selbst 2 erziehungsintensive Kinder, ein ADHS-Kind, und ich habe alles für dieses Kind getan und ich habe alles das gemacht, was jeder macht, Ritalin, Concerta, alles durch, und irgendwann habe ich beschlossen, das bringt nichts, das macht alles nur schlimmer. Also wir hatten wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Also es war so kurz vor, wir nehmen dein Kind weg, weil du dein Kind nicht richtig erziehen kannst. Das muss zu Profis, ja. Und das alles nur als Nebenwirkung von den Medikamenten. Und irgendwann habe ich dann den Herren von der Kinder- und Jugendpsychiatrie gesagt, so, das machen wir nicht mehr. Und ich möchte mal sehen, ob das überhaupt in irgendeiner Weise hilfreich ist, weil bis jetzt hat es nichts geholfen. Ja, also immer nur schlimmer gemacht alles. Und daraufhin hat mir der Arzt noch gesagt, Sie werden noch angekrochen kommen nach den Sommerferien. Sie werden noch angekrochen kommen. Und wenn Sie das nicht hinkriegen, dann zeigen wir Sie an, zwecks unterlassener Hilfeleistung. Okay, dann hatte ich also wirklich einen Stress. Sommerpausen 6 Wochen und das Kind muss gerade laufen. Es muss zumindest gerade laufen als vor den Sommerferien. Klar haben wir die Lehrer mit an Bord genommen, sie informiert. Und dann haben wir eben diverse Dinge verändert. Damals das Pferd leider noch von hinten aufgesattelt. Das heißt also, wir haben die Ernährung geändert, wir haben alle Allergene ausgeleitet, wir haben also Elektrosmog beseitigt, Strom abgeschalten in der Nacht, WLAN gemacht, also alles, was man machen kann, um dieses Umfeld für dieses Kind stressfreier zu machen. Und so wollte ich eigentlich auch den Kindern helfen. Ja. Auf diesen, ach ja, mit ätherischen Ölen habe ich auch noch gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann eben diese ganzen Medikamente, diese ganzen Kräuter, diese ganzen ätherischen Öle und was weiß ich zu meinen Homöopathen geschleppt und zu meinen Ärzten und zu meinen Kinesiologen, die halt da alle für mein Kind tätig waren, und habe die da hingestellt und habe gesagt, bitte check das mal, ob das überhaupt gesundheitsförderlich ist für mein Kind, weil ich weiß ja nicht, was ich da tue. Ich tue halt einfach irgendwas, ja. Und denen haben sich die Haare aufgestellt. Ja? Also der Kinderarzt hat gesagt, sie müssen diesen ADHS-Eltern helfen. Und ich sagte, ja, ich bin kein Arzt, wie soll ich das machen? Die von der Osteopathie hat mir ihre Kunden gegeben und hat gesagt, ja, ich kenne da noch 2 Familien, rufen Sie denen bitte an. Und ich so, glaube, ich darf das nicht. Die Kinesiologin hat gesagt, boah, diese ätherischen Öle, ich will die für mich, ich will die für mein Enkelkind, ich will die verkaufen in meiner Praxis. Ich sage, ich glaube, du darfst das nicht. Alle wollten von mir, dass ich irgendwas tue, aber naja, ich war ja nur Marketingassistentin und eigentlich auch ganz glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Und so ging es halt immer weiter und immer fort. Und irgendwann haben da meine Heilpraktiker beschlossen, dass ich jetzt eine Kinesiologie-Ausbildung zu machen habe, weil das wäre Frevel, wenn ich das nicht täte. Und wenn ich jetzt nicht mit ätherischen Ölen arbeiten würde, und das geht so nicht. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn die das alle sagen, dann mache ich es halt, ja. Und dann ging das mit den ätherischen Ölen natürlich noch viel einfacher. Dann mussten wir nicht mehr so viel recherchieren. Dann habe ich das alles kinesiologisch ausgetestet und kamen wundervolle Mischungen raus von all diesen Menschen, die mir dann halt auch immer gleich passend vor die Füße gespült wurden. Also meine Mischung, die ich da habe, ist nur das, was vor meiner Haustüre gestanden ist und was ich abarbeiten durfte. Ja, und so ging es halt seinem Weg. Und so kam halt ein Tool nach dem anderen dazu, das sich einfach so aufgedrängt hat, dass es mitgenommen werden wollte. Und manchmal funktioniert es auch über die Ferne besser, weil genau diese Menschen zu mir kommen, die mit mir in Resonanz treten. Aber eben normalerweise die Leute, die dann da überall herkommen, auch aus Thailand oder wo auch immer her,
für die ist es ganz normal, dass ich so arbeite. Ja, ich glaube, es wird auch immer normaler und die Hemmschwelle oder sagen wir mal, die Angst fällt auch. Ja, und das bin ja jetzt nicht ich, der diese Arbeit macht. Das ist ja hier, bei mir ist es einfach das Göttliche, ja. Also wenn bei mir etwas nicht will, dann frage ich das Universum, es soll mir bitte jetzt diesen Input liefern. Wo ist dieser Input? Hier im Praxisraum, im ersten Stock, im Computer, wo ist es? Und dann geht bei mir definitiv eine Schnitzeljagd los. Ja? Zeig mir bitte das, was jetzt hier bezüglich diesen Reflexes gesehen werden möchte. Und dann sind das dicke Bücher, dann ist es irgendwas im Internet oder eine Stimmgabel oder ein Symbol und die Mama fällt auf der anderen Seite fast vom Stuhl und sagt, woher weißt du, dass mein Kind eine Stoffwechselkrankheit hat? Na, ich weiß es nicht. Ne? Das ist mir jetzt halt einfach, ich bin nur der Kanal dessen, ja. Genau, super. Das ist so schön, wie du das beschreibst. Vielen lieben Dank für unser Gespräch und dein Sein und dein Wirken. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ganz viele glückliche und zufriedene Kinder und Familien.